Wir sind Christopher und Andrea und unterwegs im Großen Kaukasus. Im letzten Teil besuchten wir die Region rund um die Heerstraße. Dieses Mal geht es über erlebnisreiche Straßen hinauf und hinab bis in das kleine und abgelegene Dorf Schatili. Dort befindet sich eine eindrucksvolle Festung. Auf, hier sind auch die Esel. Ja, jetzt werden wir gerade wieder von den Eseln und den Kühen überholt, die wir vorhin gerade überholt haben. Aber die sind voll niedlich. Der eine Esel hat sogar eine Solarpaneele auf dem Rücken. Wir haben es geschafft. Nachdem uns die Kuhlonne nochmal wieder angeholt hat, sind wir jetzt an Kühen, Esel und Schafen vorbei. Pferde waren auch noch dabei. Ja, Pferde waren auch noch dabei, genau. Es hat jetzt bestimmt über eine Stunde gedauert, aber es war lustig. Also. Gut, einige Einheimische, glaube ich, fanden das nicht ganz so lustig. Die haben ganz schön rumgetottert. Ras nicht so über die Steine, das ist kein Rennwagen. Du bist mein Lehrer, du hast es mir so beigebracht. Ah, blinken, das ist perfekt, das ist wichtig, damit dich rechts keiner überholt. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Ja, der Platz ist doch schöner. Hier sieht man uns wenigstens von der Hauptstraße nicht so. Sieht das gerade aus? Nö. Okay. Das ist doch ganz schön, ne? Ja. Schön ruhig. Man kann da hinten auch wirklich weiterfahren. Das können wir uns mal angucken. Da ist eine Pfort. Da können wir durchfahren. Dann kommen wir wieder auf die Straße, auf die wir nicht wollen. Mhm. Ja, gestern Abend war es hier nochmal richtig spannend. Hier ist halt so ein russischer LKW reingefahren. Also es war ein Zill oder ein Ural, das konnte ich nicht so genau erkennen, weil es war halt dunkel und er hatte kein Licht dran. Das war etwas amüsant. Also hinter dem fuhr halt ein PKW mit Aufblendlicht, leuchtete unter dem LKW halt durch, so damit er was sehen kann. Und ab hier wird die Straße ja ein bisschen rauer. Und geht halt durch eine Furt durch. Da hätten wir gestern auch durchfahren können, wollten das aber nicht, weil wir hätten auch wieder zurückfahren müssen und dann war uns die doch ein bisschen tief und sind dann halt lieber nicht durch die Furt durchgefahren, weil wir wollen ja nichts kaputt machen am Auto. Und der PKW, der ihnen das Licht gemacht hat, dreht dann halt um und der Fahrer vom LKW hält eine Taschenlampe aus dem Fenster, so eine kleine LED-Funzel und fährt halt mit einer Hand, fährt er halt den Weg weiter und fährt durch diese Furt durch. Ja, das war schon, also ich konnte es leider nicht filmen, ich hatte keine Kamera dabei, es war auch schon wirklich stockfinster, man hätte sowieso nichts gesehen, aber das war schon ziemlich abenteuerlich. Als es gerade angefangen hat zu zischen, dachten wir gleich, oh nein, Reifen platt. Aber das Reifendruckkontrollsystem hat nichts angezeigt und hat auch nicht gepiept. Aber wahrscheinlich ist es halt im Druckluftsystem wieder irgendwas abgeplatzt. Mal sehen. Aber jetzt müssen wir alles freiräumen, damit wir das Fahrerhaus kippen können. Mal schauen, was es ist.
ist halt so wirklich hier an der Druckluft, der ist halt hier rausgerutscht wieder, der eine Anschluss. Wir haben da auch schon Kabelbinder voll, muss ich mal aufschneiden. Weil das so, ja, alle 1-2 Jahre passiert das irgendwie mal. Ich weiß auch nicht, wie man das besser hinkriegt. Also mal gucken, dass wir den wieder reinsetzen. Ja, zum Glück haben wir genug Ersatzteile dabei. Auch Dichtungen in verschiedenen Größen. Mal schauen. Irgendeine wird davon schon passen. Jetzt das Schlimmste, wieder alles zusammenpacken. Da oben ist anscheinend eine verschüttete Straße. Zum Glück müssen wir da nicht lang. Ja, ich glaube, heute ist nicht so unser Tag. Mist. Die hast du doch gerade erst ausgetauscht. Ja, es ist. Ja, hier ist ein Metall gebrochen. Ich glaube, das ist so billig plundern. Wir haben auch keine. Da haben wir, glaube ich, keine Ersatzkurve, glaube ich. Ne? Nein. Ja, fällt uns schon was ein. Shit. Wir haben erst die Hälfte des Weges geschafft und es ist ganz schön anstrengend. Also es ist wahnsinnig viel Gestein runtergekommen und liegt auf der Straße. Ja, ist jetzt Offroad-mäßig nicht so schwierig, aber man hat schon stellenweise Angst, wenn die Straße so rechts und links abgebrochen ist und da überall Steine runterkommen. Ja, also ich verstehe schon, dass die Straße im Winter nicht befahrbar ist. Also, Ich möchte ja auch nicht lang fahren. nee, also auch bei starkem Regen, glaube ich, würde ich hier auch nicht runter oder hochfahren, weil das kann man alles gar nicht einschätzen. Auch richtig frisch abgebrochene Steine, das sieht schon echt heftig aus. Und auch groß. Ja. Also große Steine.
Ja, wir sind jetzt in Chantilly angekommen. Hat eine ganze Weile gedauert. Waren von unserem Platz heute Morgen eigentlich nur 70 Kilometer. Aber ich weiß gar nicht, wir sind Stunden gefahren. 3, 4? Können wir gleich gucken, aber Ja, richtig lange. Hat richtig lange, aber ist eine ganz tolle Strecke. Also, Allrad braucht man vielleicht nicht unbedingt, wenn es trocken ist. Also bei Nessa auf jeden Fall. Aber die Straße ist halt echt abenteuerlich. Ganz schön was abgebrochen manchmal. Also wir hatten schon echt ein mulmiges Gefühl bei den Wegen. Aber es hat sich auf jeden Fall hier gelohnt mit der Aussicht und auch diese Burg im Hintergrund, die wir uns jetzt gleich mal angucken werden. Das ist richtig cool. Es ist jetzt auch nicht mehr weit, wenn wir den Weg jetzt noch weiterfahren. Also wir können glaube ich noch einen Kilometer weiterfahren. Und dann sind es nur noch wenige 100 Meter bis zur russischen Grenze. Also da ist auch gleich nochmal ein Grenzposten, aber hier scheint das alles noch problemlos möglich zu sein. Also man hat nichts gesehen, dass man sich irgendwie anmelden soll. Nee. Die Sachen, die eigentlich im Fahrerhaus lagen, haben wir vorhin einfach nur hinten reingeworfen. Und jetzt müssen wir das erstmal wieder umräumen, bevor wir uns dann die Festung angucken. Wir haben gerade einstimmig beschlossen, wir gucken uns das morgen an. Weil wir haben jetzt Hunger, wir werden uns jetzt erstmal was essen machen. Und ich glaube, bis morgen Mittag soll auch noch ganz gutes Wetter sein. Und dann scheint da vielleicht auch die Sonne rauf. Dann sieht das nochmal ein bisschen cooler aus. Chantilly ist ein historisches Hochlanddorf in Georgien, nahe der Grenze zu Tschetschenien. Es liegt am Nordhang des Großen Kaukasusgebirges in der historischen Provinz Tschechoslowakien. Um hierher zu kommen, führte uns der Weg über den Datwitschwari-Pass. Der Pass, der wörtlich übersetzt so viel heißt wie Bärenkreuzpass, liegt auf einer Höhe von 2767 Metern und ist im Winter nicht passierbar. Das Dorf selbst liegt in der tiefen Arguni-Schlucht auf etwa 1400 Meter Höhe und ist somit für diese Zeit nicht erreichbar. Vielleicht beträgt auch deshalb die Einwohnerzahl des Dorfes nur 22. Chantilly ist durch die Lage so abgelegen und von der Außenwelt abgeschnitten, dass die Männer hier noch bis ins 20. Jahrhundert Kettenhemden trugen. Früher erfüllte das Dorf auch die Funktion einer Festung und hatte aufgrund der Nähe zur nördlichen Staatsgrenze strategische Bedeutung für das Königreich Georgien. Die einzelnen Häuser und Türme sind alle durch Türen miteinander verbunden. So konnte man das ganze Dorf durchqueren, ohne von den Außenstehenden bemerkt zu werden. Dieser einzigartige Komplex aus mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Festungen besteht aus terrassenförmig angelegten Strukturen, Flachdachwohnungen und etwa 60 Türmen, die sich zu einer einzigen Festungskette zusammenschließen. Kurz gesagt, das ganze Dorf fungierte als ein einziges Verteidigungssystem. Heute kann man hier in einem Café die Aussicht genießen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in einigen zum Gästehaus umgebauten Gebäuden zu übernachten. Ja, das ist richtig cool. Wir waren ja schon ziemlich früh jetzt hier und jetzt kommen halt langsam andere Touristen und das ist hier immer so verwinkelt. Man geht so durch diese kleinen Gänge und schleicht hier überall durch und auf einmal steht da einer und erschreckt sich dann immer so voll so hinter jeder Kurve. Aber ist auch echt richtig cool, so aus den einzelnen Steinen, wie das hier aufgebaut ist. Also ist wirklich bemerkenswert. Ja, hier vertraue ich jetzt dem Fußboden nicht so ganz, deswegen gehe ich lieber wieder zurück. Wenn man hier jetzt so durch die Burg durchgelaufen ist und oben rauskommt, dann ist hier plötzlich so ein Offroad-Camp. Also das gucken wir uns jetzt erstmal an.
Und hier gibt es aber noch ein bisschen mehr zum Anschauen, zum Beispiel die Blue Mountains, die können wir auch schon sehen. Da kann man auch mit dem Auto noch hinfahren, weil die Straße auch noch echt gut ist. Die ganzen Offroad-Fahrzeuge von heute Vormittag sind auch gerade alle an uns vorbeigefahren. Aber wir gehen zu Fuß und gucken uns das an. Ja, genau. Also es ist eine Sackgasse. Den Weg müssen wir sowieso wieder zurückfahren. Wenn wir jetzt hier weitergekommen wären, wären wir vielleicht noch weiter reingefahren. Aber so ist das Quatsch. Und wir sind dann auch gleich, wenn wir da vorne jetzt sind, nur noch 200 Meter zur russischen Grenze sind das von da. Da ist auch irgendwie, glaube ich, also ist kein Grenzübergang da. Es ist halt nur so ein Kontrollposten, wie wir den im anderen Tal auch schon hatten. Und die Border Control, die fährt hier halt auch auf und ab. Die Genau. haben auch schon ganz nett gegrüßt, die haben auch alle gewunken und so. Das sind sehr Ja, nett hier. also muss ich auch sagen, die Georgen sind ein sehr nettes Volk. Auch die Offroader, die wir da kennengelernt haben, die uns halt gleich die haben uns gleich eingeladen zu einer Offroad-Tour. Also wir haben die Kontaktdaten. Aber ja, ich glaube im November irgendwann soll die starten, die Tour. Mal schauen, ob wir dann noch hier sind. Wir werden beobachtet. Ja, hinter uns auf so einem Vorsprung steht der georgische Grenzer, die vorhin schon an uns vorbeigefahren sind. Der steht da an seiner Latrine und beobachtet uns mit Fernglas. Ja, wirklich, das ist eine Latrine. Ja, ich weiß.